Hallo und herzlich willkommen zu den Tulp Tutorials. Heute möchten wir euch zeigen, wie ihr in der Bibliothek einen Arbeitsplatz oder einen Arbeitsraum buchen könnt. Zunächst einmal müsst ihr auf unserer Homepage oben rechts auf das Kalendersymbol klicken. Darüber gelangt ihr in die Carol-Software. In Carol loggt ihr euch mit euren URZ-Daten ein. Die verwendet ihr zum Beispiel auch, um euch in Fridolin einzuloggen. In der Mitte der Carol-Software seht ihr den Kalender. Alle weißen Felder sind frei buchbar. Alles, was rot hinterlegt ist, ist bereits belegt, kann also nicht gebucht werden. Und alle ausgegrauten Felder deuten darauf hin, dass die Bibliothek zu diesem Zeitpunkt geschlossen ist oder es sich um vergangene Tage handelt. Links neben dem Kalender seht ihr die einzelnen Carol-Nummern. Diese sind meistens dreistellig hinterlegt. Die Carol unterteilen sich in Tages-Carols und Monats-Carols, also Räume, die ihr einfach nur einen Tag benutzen könnt oder über einen längeren Zeitraum. Neben den normalen Carol-Nummern, dreistellig, findet ihr auch Arbeitsplatznummern, die immer mit einem Buchstaben beginnen. Auf der linken Seite in der Toolbar findet ihr die Filtereinstellung. Dort könnt ihr entsprechend euren Standort auswählen und den Raumtyp. Darüber hinaus macht es auch Sinn zu entscheiden, ob man einen PC haben möchte, also Ja oder Nein anklickt, und auf welcher Etage im Gebäude ihr arbeiten möchtet. Nachdem wir nun die Filter gesetzt haben, seht ihr ganz gut, dass einzelne Carols oben angezeigt werden und Arbeitsplätze beginnend mit einem G für das geisteswissenschaftliche Gebäude hier unten. Einen freien Arbeitsplatz bucht ihr folgendermaßen. Ihr klickt in das weiße Feld, sucht euch euren Zeitraum aus, wichtig ist dabei, dass es immer Einschränkungen gibt und ihr entsprechend nur eine Maximalanzahl an Stunden einbuchen könnt. Ihr klickt auf Weiter, akzeptiert unsere Bedingungen und das System gibt euch die Bestätigung, dass die Buchung erfolgreich war. Wenn ihr eine Einzelarbeitskabine buchen wollt, müsst ihr einfach nur in das weiße Feld reinklicken. In diesem Fall müsst ihr keine Uhrzeiten festlegen, da das Carol über die kompletten 24 Stunden für euch reserviert ist. Ihr bestätigt unsere Bedingungen und ihr seht, dass das Carol erfolgreich gebucht wurde. Um eure aktuellen Buchungen zu kontrollieren, könnt ihr oben auf Meine Reservierungen klicken. Dort seht ihr zum Beispiel auch eure aktuelle Buchung, die eben getätigt wurde. Solltet ihr euch umentscheiden, könnt ihr auch das Carol wieder stornieren. Dies macht ihr einfach auf der rechten Seite mit der Löschen-Taste. Euer Nutzerkonto in Carol untergliedert sich in folgende Kategorien. Ihr könnt oben immer grün hinterlegt eure bestätigten Buchungen oder laufenden Buchungen sehen. In der Mitte sind die Wartelisteneinträge. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit in Carol einen Wartelisteneintrag für Carols zu hinterlegen. Und unten, grau hinterlegt, sind eure vergangenen Buchungen. Sollte für euren gewünschten Zeitraum kein Carol zur Verfügung stehen, könnt ihr euch auch auf die Warteliste setzen lassen. In diesem Bereich könnt ihr euren gewünschten Zeitraum eintragen, die Ausstattung festlegen und am Ende diesen Vorgang speichern. Euren Wartelisteneintrag seht ihr jetzt hier in der Mitte hinterlegt. Solltet ihr kein Interesse mehr haben, in dieser Zeit in der Bibliothek zu arbeiten, könnt ihr auch diesen Eintrag wieder löschen oder entsprechend euren Bedürfnissen anpassen.